Xbox entlässt tausende Mitarbeiter und nennt es Resetting Xbox. Asha Sharma feuert mal eben 3200 Mitarbeiter. Die Hälfte fliegt sofort und der Rest wird bis Mitte 27 hingehalten. Die kriegen alle das obligatorische PR-Pflaster der Chefetage. Ihr seid alle super talentiert und müsst trotzdem gehen. Es ist das Eingeständnis des Scheiterns. Die Strategie, einfach jedes Studio aufzukaufen, ist gescheitert. Die Gewinnmargen sind ein Witz im Vergleich zur Konkurrenz, aber das härteste Geständnis kam vom Management selbst. Für jeden investierten Dollar hat Xbox 36 Cent zurückbekommen. 64 Cent verbrannt. Nice. Man könnte ja meinen, Xbox feuert diese Leute, weil die Schrott produziert haben. Aber das stimmt nur halb. Die Realität ist viel zynischer. Redfall, wo das Management dem Singleplayer-Studio einen Live-Service aufgezogen hat. Hi-Fi Rush, ein preisgekröntes Spiel. Viele mögen das. Und es hatte keine Marketingkosten, weil es als Shadow Drop unangekündigt einfach erschien. Hellblade 2. Der Walking-Simulator ist visuell stark, aber spielerisch so gar nicht. KILN. Das ist eine Idee, die hat nicht funktioniert. Keiner spielt das. Psychonauts 2. Ein Kritikerliebling, aber nicht für jeden. Doom The Dark Ages hat ein bisschen was von Candy Crush mitgekriegt. Doom 2016 ist das beste Doom, das es je gab. Unkompliziert und gewalttätig. Die beiden Teile danach waren Schmutz. Mit der Kürzung dieser Studios vollzieht Xbox den radikalen Kurswechsel. Sie wollen weg von fertigen Singleplayer-Spielen. Sie wollen Live-Service-Blockbuster mit Echtgeld-Shop und einem gottlosen Battle Pass, damit die Kohle öfter reinkommt. Wer keine Endlos-Plattform wie Call of Duty oder Minecraft liefert, passt nicht mehr ins neue Profitschema. Double Fine, Compulsion Games und Ninja Theory werden ausgegliedert oder verkauft, weil sie nur gute Singleplayer liefern, aber halt keine skalierbare Melkmaschine für den Game Pass. Xbox opfert seine kreativsten Köpfe auf dem Altar der Gier, nur um das kaputte Abo-Modell zu retten. Sie haben verstanden, dass sie das Zuhause für Spieler sein wollen, aber nach ihrem Great Reset sind sie nur das Zuhause für zahlende Dauernutzer. Das Problem der Spiele selbst war die Xbox-Bürokratie. Bis zu 14 Management-Ebenen blockierten den Weg von der Idee bis zur Umsetzung. Das wird jetzt auf maximal 3 bis 5 Ebenen reduziert. Eine Minecraft-Veteranin wurde als neue COO installiert. Helen Chiang soll den unkoordinierten Haufen unter dem einheitlichen Profitmodell zusammenpeitschen. Die Marschrichtung ist klar. Die Geldmaschinen sind Mojang und King. Candy Crush ist von King. Und die haben die letzten Jahre mehr verdient als das ganze Hoyoverse mit Genshin Impact und Honkai Star Rail zusammen. Xbox wollte mit dem Game Pass ein digitales Abo-Monopol erzwingen. Dabei haben sie Milliarden verbrannt und schlicht überschätzt, was der Markt hergibt. Zwar sind die Einnahmen gegenüber der Konkurrenz kleiner, aber so auch die Fallhöhe. Für Sony ist die PlayStation überlebenswichtig, während die Xbox nur eine kleine Sparte bei Microsoft ist. Aber beide verspielen durch fragwürdige Praktiken Stück für Stück das Vertrauen der Community. Sie scheitern am Kunden. Der Wahn nach totaler digitaler Kontrolle verbrennt die letzte Sympathie. Gerüchten zufolge wird die nächste Xbox-Generation komplett digital sein. Genauso wie die PlayStation 6. Aber welchen Sinn macht denn überhaupt noch eine Konsole? Wenn ich Strom habe, ein Fernseher, der keine Internetverbindung braucht, ein Controller, der keinen Stickdrift hat und das Spiel vollständig auf der CD ist, da kann man Spaß haben. Aber ohne diese Offline-Funktion, ohne die Disc, ist man im Preislaunen des PlayStation Store völlig ausgeliefert. Aber viel schlimmer, Sony kann einfach entscheiden, dass dieses Spiel aus deiner Bibliothek gelöscht wird. Haben die es kürzlich bei Filmen gemacht. Welchen Vorteil hat eine Xbox oder PlayStation ohne Disc denn überhaupt noch? Exklusivtitel? Okay, welche denn? God of War? Last of Us 2 war ein Beispiel, wie Fanservice nicht funktioniert. Der freche Hund ist für mich gestorben. Wolverine würde ich spielen, aber ohne geht auch. Gran Turismo ist das letzte Franchise, das mir einfällt, das Sony noch nicht für die moderne Audienz hingerichtet hat. Aber warten wir es ab. Ohne echte System-Seller gibt es einfach keinen Grund mehr, sich von Sony und Microsoft die Hardware diktieren zu lassen. Wie man sich gegen Hardware-Abzocker wehrt, hat die PC-Community zum Release vom GameCube demonstriert. Leute haben aus Wut über den hohen Preis der Steam Machine günstigere und/oder bessere PCs zusammengestellt und auch nachgebaut. So ein PC kann allerlei Programme ausführen, auch welche von Microsoft. Ja, die Spiele auf Steam sind auch nur Lizenzen, aber Steam hat sich das Vertrauen der Kunden über Jahre hinweg erarbeitet. Steam ist das absolute Paradebeispiel, wie man einen Service erfolgreich betreibt und ausbaut.
Sony wollte das digitale Zeitalter einleiten und hat dafür eine digitale Ohrfeige kassiert. Die No-Disc-Ankündigung ist der größte Shitstorm, den Sony je hatte. Es ist ja auch die dümmste Entscheidung, die Sony je getroffen hat. Und aus Protest kündigen Spieler ihr PSN-Abo. Genau da, wo es weh tut. Bei der erstbesten Gelegenheit zeigten die Leute ihre Meinung. Sony wollte einen neuen Controller vorstellen und die Leute füllten die Kommentare mit Memes über das No-Disc-Desaster. Das ist Cybermobbing an Konzernen. Nützlich und nötig. Wenn PlayStation Rückzieher macht, könnte das ein Präzedenzfall der Gaming-Geschichte werden. Ohne die Disc ist PlayStation oder Xbox einfach überteuerte Hardware mit geschlossener Software. Auf dem PC gibt's GOG. Alles hier kann man einmal runterladen, abspeichern und offline ausführen. Ohne DRM. Wenn digital, dann lieber Steam. Die Preise sind regelmäßig reduziert und die freche monatliche Online-Gebühr entfällt komplett. Xbox und PlayStation sind am Ende nur ein minderwertiger Grafikbeschleuniger, der bei 30 Bildern pro Sekunde aufhört zu beschleunigen.